Ja, Hüb, wir sitzen hier in deinem Trainerbüro. Wird es dir künftig fehlen, täglich hier zu erscheinen? Ja, an einer Seite schon, an der anderen Seite nein. Ich wusste, dass es für eine kurze Zeit war und nein, vermissen werde ich das nicht. Du vermisst natürlich mit den Jungs zu arbeiten, auf der Platz zu stehen, aber um hier zu sein, das ist nicht so ein Problem. Und ob du da besser oder nicht bist. Was haben die vergangenen 10 Wochen mit dir gemacht? Was haben die mit dir gemacht? Die haben mich doch wieder neue Erkenntnisse gegeben, wie heutzutage über Fußball gedacht wird. Und das ist ganz anders, als wir das für 30, 40 Jahre her getan haben. Und darum ist es auch gut, dass wieder junge Trainer da rangehen und die das tun, weil ich denke, dass die doch etwas näher bei den Gedanken von den Spielern stehen, dann ich das tue. Auf das Thema würde ich gleich nochmal zurückkommen, aber erstmal noch auf die Zeit, als du dazugekommen bist, als du den Rettungseinsatz übernommen hast. Ja. Hast du erahnen können, was auf dich zukommt? Ja und nein. Ich wusste, dass es eine sehr schwierige Aufgabe werden sollte. Aber an der anderen Seite hatte ich es mich eigentlich leichter gedacht. Ja? Aber ich sage, du hast mit einem System zu tun, das nicht mehr von meiner Zeit ist eigentlich. Und da musst du dich umstellen. Du weißt, dass du mit Social Media zu tun hast. Das ist viel schwieriger dann beispielsweise, wie wir früher gearbeitet haben, mit nur einer Kamera am Trainingsplatz. Jetzt hat jeder eine Kamera dazu. Ja, und bringen Sachen nach draußen, ja, die was besser nicht draußen können kommen. Aber so ist das. Mhm. Wie gesagt, gleich würde ich da nochmal nachhaken. Vorher aber würde ich gerne nochmal wissen, der bedauerliche Tod von Rudi Assauer, Ja. einen Monat bevor du hier übernommen hast. Welchen Einfluss hast du dich ihm gegenüber ein bisschen vielleicht verantwortlich gefühlt? Wie kann man das ausdrücken? Ja, guck, es ist nicht umsonst, dass die Freundschaft von der ersten Tag an da war. Und dass er mich mitgenommen hat in seinen Gedanken über Schalke 04. Und das hat er vorgelebt, ja, und das haben wir auch übernommen. Und wenn du dann dich verabschiedest von ihm und du wirst dann einige Wochen nachhinein wirst du gefragt, um das Trainersamt zu übernehmen, ja, dann denkst du da auch an. Ja, weil er hat natürlich doch mit seinen Ideen ein Stadion gebaut, ja, was damals unglaublich war. Und da ist Schalke in weitergegangen. Und guck mal nach das Gelände, was jetzt entsteht, das ist unglaublich. Aber er ist doch eigentlich der Macher gewesen. Ja? Und dann nimmst du das doch mit, die Freundschaft, was die Gefühle, was er hatte für den Verein. Dann willst du die Verantwortung doch nicht an der Seite legen, weil er hatte mich auch dann, weiß ich 100% sicher, gefragt, kannst du uns nicht helfen? Ja? Und darum habe ich auch keinen Zweifel gehabt, um das nicht zu tun. Es ging nur um die Gesundheit, ob es ja, verantwortlich war. Und darum habe ich dann auch bestimmte Checks durchgeführt und Tests, um zu wissen, ob da ein Problem war. Und glücklicherweise war das nicht. Ja? Und konnte ich auch die Arbeit so tun, wie ich mich das auch wünschen. Und das haben wir dann auch tun können als Team. War das also nicht nur ein Liebesbeweis an den Verein Schalke 04, sondern auch ein Freundschaftsdienst posthum? Das musst du in Gesamtheit sehen. Ja? Natürlich, du bist in der Aufsichtsrat und du hörst über die Probleme. Ja? Dann kommt ein neuer Sportvorstand, der erklärt dann endlich mal, ja, in die Aufsichtsrat, wie die Lage ist und wie die Situation ist.
Und ja gut, dann nimmst du die Freundschaft, was du hast, mit dem Verein, aber auch mit der Vergangenheit, das nimmst du mit. Ja? Und dann ist so eine Entscheidung auch eigentlich nicht so schwierig. Ja? Dann weißt du, ja, wenn sie dich dann fragen, dass du auch daran gehst und dass du auch die Verantwortung nehmen wirst. Weißt du noch, was deine Frau Toos gesagt hat, als du das erste Mal nach Hause gekommen bist und gesagt hast? Naja, ich hatte direkt nach der Sitzung mit der Aufsichtsrat und wo sie mich dann gefragt habe, um zu übernehmen, wo ich auch direkt Ja gesagt habe, habe ich sie angerufen, weil wir sollten eigentlich, das war Donnerstag, und wir sollten eigentlich Sonntag nach Mallorca fliegen. Für 10 Tage, um Urlaub zu machen. Und dann habe ich sie gesagt, ja, hol die Koffer mal wieder aus, ja, von mir, weil ich bin wieder Trainer auf Schalke und was du tust, musst du selbst wissen. Du kannst da hingehen, ja, oder du bleibst hier. Und sie ist auch nicht gegangen, muss ich sagen. Aber ja, sie hatte auch das Gefühl, ja, dass wenn die fragen würde, dass ich nicht Nein sagen konnte. Und sie hat nicht gesagt, Hüb, du bist bekloppt? Nein. Aber ich hoffe jetzt in der Zukunft, wenn es dann so kommen würde, und ich hoffe es von nicht, ja, weil ich finde es auch schade, dass ich hier sitzen muss, weil ich hatte viel lieber gehabt, dass Domenico noch hier Trainer wäre. Aber ich hoffe, dass in der Zukunft, wenn wieder etwas passiert, dass sie mich dann davon zurückhalten. Ja? Und dass mein Sohn, Tochter und meine Frau mich dann zurückhalten, um nochmals so einen Job anzunehmen, weil ich tue es nicht mehr. Aber Hüb, du bist fußballverrückt. Wie schwer wird es denn, Hüb dann zurückzuhalten? Nein, aber du bist auch fußballverrückt. Und das ist auch an der einen Seite schön, ja, dass du fußballverrückt bist. Aber da kommt doch mal ein Ende. Ja, und das habe ich auch gesagt, das ist jetzt auch gekommen. Und ich drehe da auch nicht drum herum. Ja. Es ist die Zeit an jüngerer Leute. Ja, das ist doch deutlich. Du bist Jahrhunderttrainer. Zweimal Pokalsieger, UEFA-Cup-Sieger, Vizemeister hier auf Schalke geworden. Wie groß war deine Befürchtung, dass diese Mission schiefgehen könnte und dass womöglich auch dein unfassbar guter Ruf hier auf Schalke leiden könnte? Ja gut, wenn du irgendwo inspringst oder übernimmst oder was dann auch, dann musst du Vertrauen darin haben. Wenn du kein Vertrauen drin hast, dann hast du auch keine Chance. Ich hatte Vertrauen. Ich dachte wirklich, das kriegen wir hin. Aber dass es so schwierig wurde, das hatte ich nicht gedacht. Du bist in einer Spirale nach unten, ja, und du musst das einen Halt zurufen. Und das hat mich noch zu lange gedauert, muss ich sagen. Du konntest im Training sehen, dass da bestimmte Sachen besser liefen, aber wir konnten es noch nicht umsetzen ins Spiel. Und ja, das hat doch einige Wochen gedauert, für dass die Spieler genau wussten, ja, wo es lang ging, ja, und von aus die Organisation doch auch zu punkten. Und nochmals, ich hatte gedacht, dass es schneller gehen würde, aber letztendlich haben wir es doch geschafft. Was hast du gestern Abend, als du aus der Arena nach Hause gefahren bist, abends gedacht? Ich war erleichtert. Ich war erleichtert, dass die Saison zu Ende war und dass wir noch einen Platz gestiegen sind, ja, auf die Ranking. Wir wussten auch 2 Wochen vorher, dass wir nicht mehr absteigen konnten. Ich hatte viel lieber gestern ein schönes Spiel gespielt und einige Tore geschossen für unsere Fans, die uns das ganze Saison unheimlich unterstützt haben. Ich hatte auch gerne gehabt, dass wir uns auf eine andere Art und Weise verabschiedet hatten von uns Personal. Ja? Und das sind alle Sachen, die haben auch gelitten. Auch die Fans haben gelitten. Nicht nur die Spieler, aber alle haben gelitten. Und darum hatte ich mich etwas anderes gewünscht, dann ein 0-0.
Ja? Ich hatte gerne ein 2 oder 3-1 gewonnen, dann das 0-0 spielst, um unsere Fans auch zu danken für die Unterstützung über die ganze Saison hinaus. Das ist leider nicht gelungen. Ja? So ist das im Leben. Das ist kein Wunschkonzert. Aber nachhinein hat mich das wieder gut getan, wie unsere Fans sich verabschiedet haben. Nicht nur von mir, aber auch von Mike und von Asa und von Matthias und von die ganze medizinische Stab, Trainerstab, Analysten. Wir waren ein Team, ja, und wir haben das auch vorgelebt an die Spieler. Und darum habe ich die auch mitgenommen, ja, auf der Platz. Es war nicht nur ein Abschied von dieser Saison von mir, aber es war ein Abschied für das Team, ja, die wirklich ganz eng die letzte Woche und Monate zusammengearbeitet haben. Ich will auf das Thema vom Anfang zurückkommen. Du hast gesagt, das ist heute alles was anderes, Social Media, jeder steht mit einer Kamera am Platz. Der Trainerjob heute ist ein anderer als vor gut 20 Jahren, als du hier angefangen hast. Ja. Worin unterscheidet sich das? Also abgesehen von den Kameras? Das ist eins, aber auch, du musst nicht vergessen, wir sind in einem System, wo unheimlich viel Egoismus herrscht. Ja? Und wenn sie dann als eine Fußballmannschaft zusammenhalten muss, dann ist das nicht einfach. Weil die Spieler, die denken egoistisch, ja, die sind so aufgewachsen, das hat uns System so auch angeboten und das haben sie angenommen. Und da können wir auch noch reden über Geld oder was. Das hat da eigentlich noch nicht so sehr mit zu tun. Es geht darum, dass sie anders aufgewachsen sind. Sie sind in viel größer Reichtum aufgewachsen. Und Reichtum ist schön an der einen Seite, an der anderen Seite sondert man sich dadurch auch ein wenig ab. Und das siehst du dann auch zurück in Teamsporte. Guck mal auf die Straße, wie es ist. Ja? Wie wenig Respekt das da noch ist untereinander. Ja? In Verkehrregeln oder was dann auch. Ja? Und da leben die Jungs in. Und da musst du dann mit klarkommen, um sie doch in die gute Richtung zu steuern. Und das ist viel schwieriger als für 20, 30 Jahre. Glaubst du, dass du es geschafft hast, in diesen 10 Wochen, die du jetzt hier warst, dem einen oder anderen zumindest einen Gedankenanstoß mitzugeben? Ich hoffe schon, ja. Ich hoffe schon. Wenn das nicht ist und da nichts mehr tun werden, dann ist der Klassenerhalt auch nicht mehr wichtig. Ich hoffe, dass die Spieler davon gelernt haben, wie sie da gekommen sind, aber auch, was sie dafür haben getan, um da wieder rauszukommen. Ja, und ich hoffe, dass sie von der Woche, dass hier ein älterer Trainer gesessen hat, dass sie da doch etwas von mitgenommen haben. Wie schwierig ist das, aus diesen Individuen, aus diesen Egoismen, wie du gesagt hast, eine Mannschaft zu formen? Das ist unheimlich schwierig, aber dann brauchst du auch eine klare Linie. Und du darfst nicht von der Linie abweichen. Wenn du dann abweichst, dann hast du keine Chance. Und ob die Linie dann gut ist, das siehst du nachhinein. Aber ich dachte, dass diese Truppe doch eine bestimmte Disziplin nötig hatte. Und die haben wir auch versucht hereinzubringen. Und ja, das geht dann manchmal auf eine ganz harte Art und Weise. Aber glaub mir, wenn man ehrlich ist gegenüber einer Mannschaft, dann muss man hart sein. Und dann hast du keine Chance, wenn du wo dann auch mal abweichst von der Weg. Der Weg, der ist dann klar. Und das habe ich so auch gesagt. Absprachen sind Absprachen. Und da tun wir auch nicht an herumkommen. Das muss man durchführen. Und das habe ich getan. Und der Trainerstab hat das getan. Und darum konnten die Spieler auch nicht anders. Die mussten mitgehen. Du hast dich ja schon mit David Wagner unterhalten. Ja. Waren das so Eindrücke und Ratschläge? Er ist ja noch, sagen wir mal,
Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, Nein. aber noch relativ... Nein, maar David weiß, ja, was gefragt ist auf Schalke. Er hat hier 2 Jahre gespielt, wo ich 1 Jahr auch Trainer von ihm war. Nein, er hat die Erkenntnisse, hat er auch, glaube ich, auch in England durchgeführt, um zusammenzuhalten, um beispielsweise eine Weihnachtsfeier zu organisieren. Das ist hier scheinbar all 3, 4 Jahre nicht mehr gelungen. Das ist der große Quatsch. Das sind doch Sachen, die musst du erledigen. Ja? Und da schmilzt man eine Mannschaft zusammen, weil nicht nur die Spieler sind wichtig, aber auch die Frauen um die Spieler herum, ja, die Kinder. Ja? Da musst du ein Klimat organisieren, dass die sich auch wohlfühlen. Und das ist in die letzte Zeit nicht passiert hier. Und da haben wir wieder angesetzt. Ja? Da freue ich mich ja? Zu sehen, wie die Kinder zusammenspielen. Und nirgendwo ist das so gut organisiert wie hier auf Schalke. Ja? Darum habe ich auch gesagt, das Personal ist so wichtig, ja? Die gesittert haben, die geholfen haben in alles, was sie tun konnten. Und darum sage ich auch, das ist, für David sind das auch Werte, die er ganz schätzt. Und ich hoffe auch, dass er das durchführt. Als du David getroffen hast, hast du eher einen Ex-Spieler oder einen Trainerkollegen getroffen, so vom Gefühl her? Na, Gefühl war erstmal als Spieler. Und während des Gesprächs habe ich deutlich gespürt, dass David seine Idee hat und auch als Trainer denkt. Nein, glaub mir eins, wir haben uns seit Jahren und Jahren nicht mehr gesehen und gesprochen und dann triffst du dich wieder. Ja, ist super. Ja, und wir haben ja ehemaliges Treffen gehabt von Schalke und wieder auch. Aber David hatte nie die Zeit, um dabei zu sein. Und ja, das ist schon schade, dass er sich aus Augen verliert. Aber ich habe ihn immer verfolgt als Trainer in England. Ja. Und ja, ich freue mich auch, ja, dass er jetzt Trainer von Schalke wird. Und ich hoffe auch, dass er erfolgreich ist. Das ist doch klar. Nicht nur für ihn, aber auch für Schalke. Du warst Aufsichtsrat auf Schalke, Ja. hast die Tätigkeit unterbrochen Ja. und wirst wieder Aufsichtsrat Ja. von Schalke. Inwieweit kann dieser Aufsichtsrat von den Erkenntnissen, die du jetzt hier in den 10 Wochen gesammelt hast, profitieren? Weil ich glaube, so einen Einblick hat ja keiner. Nein, hat auch keiner. Der hatte ich auch nicht. Guck, du sitzt auf die Tribüne, du bist nicht auf der Trainingsplatz, du bist nicht in die Kabine, du stehst außen eigentlich. Aber die Erkenntnisse, die ich jetzt gewonnen habe, die hoffe ich auch zu übertragen auf andere Leute. Und ich hoffe auch, dass darauf gehört wird. Weil ich denke doch, dass wenn du so nah daran bist, ja, und so nah mit der Mannschaft arbeitest, ja, dass jeden Tag ja, seinen Vorteil mit tun kann. Du hast gesagt, aber bis du deine Tätigkeit als Aufsichtsrat wieder wahrnehmen kannst, musst du dich erstmal ein bisschen erholen. Das denke ich schon, ja. Wie erholt sich Hüb Stevens? Ich fand es halt super, dass gestern nach dem Spiel meine Enkelkinder da waren, ja, und dass ich die wieder getroffen habe, das fand ich super. Und das wird jetzt in der Zukunft wieder, denke ich, etwas mehr sein. Und ich werde das ein oder andere Mal nach Mallorca fliegen, ja, nach unserem zweiten Haus, wo ich auch gerne bin, und mich da zu erholen mit meinen Freunden, wo ich mal Golf spiele, nicht nur auf Mallorca, aber auch in der Nähe von Eindhoven werden wir das tun. Doch wieder genießen von das normale Leben, ja, da freue ich mich drauf. Hat Toast die Koffer schon gepackt? Nein, weil wir werden nicht jetzt gehen, weil unsere Tochter, die ist hochschwanger und die erwartet Anfang Juni erwartet die das Kind und das ist das erste von ihr. Also ich kriege meine Frau nicht mit, die will dabei sein und naja gut, das verstehe ich auch. Du nicht?
Ich freue mich auch drauf, ja natürlich, aber für einen Opa ist es dann doch anders als für eine Oma. Aber ich freue mich da natürlich auf, das ist doch klar. Hüb, auch wenn du Opa wirst, denke ich, hast du in den letzten Wochen bewiesen, dass du noch lange nicht zum alten Eisen gehörst. Das Gefühl hatte ich ab und zu. Vielen Dank für dein Engagement für den Verein, vielen Dank für das, was du Gerne. getan hast. Danke für die offenen Worte und wir freuen uns, dich künftig wieder als Hoffe ich doch Aufsichtsrat zu auch. sehen. Und dann in eine bessere Zeit, dann als wir es diese Saison gehabt haben. Danke dir. Gerne.